Hi und willkommen bei ATP Autoteile. Heute haben wir einen Golf 7 mit dem Problem, dass das Kupplungspedal sporadisch unten am Boden hängen bleibt. Das heißt, es kommt von alleine nicht mehr nach oben. Da muss man 2-3 Mal pumpen, es hochziehen von Hand. Dann geht das Ganze wieder eine Zeit lang. Wie gesagt, das Ganze ist sporadisch und darum tauschen wir heute einmal den Kupplungsgeberzylinder. Ja, und dieser besagte Kupplungsgeberzylinder sitzt direkt am Kupplungspedal. Das heißt, wir müssen einmal vom Motorraum die Batterie sowie den Luftfilterkasten ausbauen, um da vom Motorraum aus ranzukommen. Den Rest machen wir vom Innenraum, das zeige ich euch gleich. Es gibt, wie gesagt, zwei Zylinder. Einmal den Kupplungsgeberzylinder, der am Pedal sitzt, und einmal den Kupplungsnehmerzylinder, der sitzt im oder am Getriebe. In diesem Fall sitzt er am Getriebe. Und das Ganze ist durch eine Leitung verbunden. Das ganze System funktioniert mit Bremsflüssigkeit, nimmt sich die Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter der Bremsanlage, und wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Wir können hier als erstes mal die ganzen Steckverbindungen lösen. Hier den Unterdruckschlauch vom Luftfilterkasten, können diesen dann gleich entnehmen. Dafür müssen wir hier hinten einmal diese Schelle lösen. Das geht am besten mit einer solchen extra dafür vorgesehenen Zange. Und dann können wir den Luftfilter, der einfach gesteckt ist, einfach nach oben herausziehen. Als nächstes ist die Batterie dran, das heißt, erst einmal beide Pole lösen, diese abklemmen, hier vorne die 13er Schraube lösen und dann könnt ihr die Batterie abbauen. Dann kommt hier schon die Batterieträgerplatte, die Halteplatte zum Vorschein. Diese ist mit 1, 2, 3 Schrauben und hinten einer Mutter befestigt, die Sie herausdrehen, und ihr könnt die Platte herausnehmen. So, jetzt haben wir den Blick hier schön frei. Hier ganz hinten sitzt der Geberzylinder. Hier haben wir den Nehmerzylinder. Hier haben wir das Glück, dass er außen am Getriebe angeflanscht ist. Bei manchen Modellen sitzt er im Inneren des Getriebes mit einem zentralen Ausrücklager. Und hier oben haben wir den Ausgleichsbehälter. Hier haben wir dann die Leitung, die zum Geberzylinder geht. Und wenn der dann betätigt wird, wird hier durch diese Leitung mit Druck Bremsflüssigkeit zum Nehmerzylinder gepumpt, und dieser betätigt dann das Ausrücklager. Für uns bedeutet das, wir trennen als erstes alle Leitungen, die hier zum Geberzylinder gehen. Das heißt, die Zuleitung von dem Ausgleichsbehälter sowie die Leitung, die vom Nehmerzylinder, vom Getriebe herkommt. Die werden wir jetzt beide trennen. Ich kann euch empfehlen, im unteren Bereich des Motorraums ein paar saugende Tücher auszulegen, denn wir werden jetzt etwas Bremsflüssigkeit wahrscheinlich verschütten, beziehungsweise die wird halt auslaufen, denn die Leitungen sind halt gefüllt. Und ganz am Schluss werden wir den Motorraum dann mit klarem Wasser ganz einfach spülen. Mit Wasser könnt ihr die Bremsflüssigkeit am besten von den ganzen Teilen im Motorraum lösen. Damit wir so wenig wie möglich hier versauen, werden wir hier die Hauptzuleitung, die vom Ausgleichsbehälter zum Geberzylinder kommt, einfach hier abziehen und leer laufen lassen. Jetzt geht es hier an die Anschlüsse vom Geberzylinder. Einmal hier die Zulaufleitung sowie hier die Leitung, die zum Nehmerzylinder geht. Die müssen wir beide abziehen. Hier die Zulaufleitung können wir ganz einfach abziehen. Das war's schon. Und jetzt geht es an die Zulaufleitung zum Nehmerzylinder. Dazu müssen wir mit einem Flachschraubendreher von unten beigehen. Unter die Halteklammer, das kann ich so ziemlich schlecht zeigen. So, ich denke, so kann man die Klammern jetzt gut erkennen. Wie gesagt, ganz herausziehen müsst ihr sie nicht. Soweit reicht. Dann ist sie rechts und links auch eingerastet. Und jetzt könnt ihr die Leitung einfach nach hinten hinwegziehen. Und schon ist das Ganze ausgebaut. Und wir können im Innenraum weitermachen. Ja, hier unten im Fußraum müssen wir dann hier einmal das Pedal ausbauen. Hier diesen Gumminippel können wir schon mal abziehen. Der hat eigentlich keine besondere Bewandtnis. Und dann sehen wir hier oben direkt die erste Steckverbindung, die wir lösen müssen. Die einfach ausklipsen, den Stecker, und dann zur Seite wegziehen. Auf der anderen Seite sehen wir dann hier die erste Schraube, die wir lösen müssen. Diese einfach herausdrehen, an die kommt man auch ziemlich gut ran. Die anderen beiden Schrauben sind oben etwas versteckt.
Und um an diese Schrauben zu kommen, müssen wir hier unten das untere Teil des Armaturenbretts ausbauen, dass wir von hier durch können mit einer Verlängerung. Und zwar müssen wir dafür hier diese Klappe aushängen, einfach öffnen, etwas zur Seite knicken und dann bekommt ihr die ganz einfach ausgeklipst. Und wenn wir dann hier durchschauen, sehen wir hier ganz hinten ganz leicht die linke Schraube. Die rechte ist etwas mehr versteckt. Da hinten sitzt sie. Und diese beiden Schrauben müssen wir jetzt einmal lösen. Dazu brauchen wir dann einige dieser Viertel-Zoll Verlängerungen. Dann hier einfach einmal durchgehen, bis wir hinten auf die Schraube stoßen. Kann das ziemlich schlecht mit der Kamera begleiten, da es ziemlich eng ist und man sowieso kaum rankommt. So, hier haben wir jetzt das ausgebaute Kupplungspedal und jetzt müssen wir den Geberzylinder einmal ausbauen. So, beim Pedal jetzt etwas vorsichtig machen. Ihr könnt es gerne zurückdrücken und vorziehen, doch beim Vorziehen aufpassen, dass hier diese Feder nicht herausspringt. Wir haben jetzt 3 Punkte, an denen der Zylinder hier befestigt ist. Einmal hier und einmal hier vorne am Pedal. Diese Klipse müssen wir einmal lösen. Dafür drehen wir das Ganze einmal um. Und dann lösen wir als erstes hier diesen Clip hier. Einfach hinten zusammendrücken und nach vorne hinweg ziehen. So sieht der Clip aus. Einfach hinten zusammendrücken. Und jetzt machen wir das Ganze hier mit diesen beiden auch noch. Einfach hinten zusammendrücken und einmal durchdrücken. So, jetzt können wir das Pedal leicht nach vorne kippen und können hier den alten Zylinder komplett herausziehen. Dieser ist defekt. So, der kann dann weg, der neue kommt dazu. Wichtig dazu ist es vielleicht zu sagen, spielt jetzt nicht an diesem neuen Zylinder herum. Das heißt, der ist im eingefahrenen Zustand. So bleibt dieser auch, bis er eingebaut ist, bis hier Bremsflüssigkeit im Zylinder drin ist. Und erst dann zieht ihr ihn nach vorne. Vorher auf keinen Fall betätigen. Das Problem ist, dass hinten drin die Membrane so beschädigt werden kann, wenn sie trocken läuft. Also erst betätigen, sobald das Ganze angeschlossen ist am System. Und dann in umgekehrter Reihenfolge das Ganze einmal zusammenstecken. Die Klipse einbauen. Nummer 1. Nummer 2. Einmal festdrücken. Schauen, dass sie hinten auch wirklich eingerastet sind. Und dann einmal hier das Pedal zurückdrücken, um hier den Zylinder zu befestigen. Ja, zu guter Letzt könnt ihr das ganze Konstrukt natürlich einmal wieder im Fußraum einbauen. Das Ganze ist etwas fummelig und dauert etwas, bis man das Pedal wieder auf die 3 Stehbolzen in der Spritzwand aufgesteckt hat. Dann könnt ihr das Ganze einmal mit der unteren Schraube fixieren, dass das Ganze an Ort und Stelle hält. Für die oberen Schrauben kann ich euch einen solchen Greifer empfehlen oder ein etwas längerer Magnetstab. Damit könnt ihr die Mutter dann ganz einfach durch das Armaturenbrett durchschieben und hinten dann schon mal mit ein paar Gewindegängen aufschrauben und zu guter Letzt das Ganze dann einmal mit der Viertel-Zoll Knarre fixieren. Ist natürlich alles etwas eng hier, aber das klappt schon. Vergesst natürlich auch die Steckverbindung nicht. Auch die muss wieder eingesteckt werden und dann geht es im Motorraum weiter. Dort achten wir dann hier einmal auf die Leitung, dass hier vorne das Gummi drauf ist. Und dann stecken wir das ganz einfach in den Geberzylinder ein. Das rastet dann auch ein. Und dann die obere Zulaufleitung vom Ausgleichsbehälter auch noch aufstecken. Und zu guter Letzt mit dem Ausgleichsbehälter einmal verbinden. Jetzt müsst ihr nur noch den Ausgleichsbehälter
schön befüllen, randvoll machen, denn wir müssen gleich noch entlüften. Ja, jetzt wo das Kupplungspedal inklusive Keberzylinder wieder eingebaut sind, alle Leitungen angeschlossen sind, Bremsflüssigkeit aufgefüllt wurde, können wir das ganze System einmal entlüften. Jetzt könnt ihr auch das erste Mal das Pedal anziehen. Wie gesagt, vorher auf keinen Fall das Pedal betätigen, da der Geberzylinder erst betätigt werden soll, sobald er mit Bremsflüssigkeit in Kontakt ist. Das ist jetzt der Fall, also können wir jetzt mit dem Entlüften beginnen. Entlüften tun wir am NEMA-Zylinder. Man kann solche Entlüftungsgeräte nutzen. Link zu diesen Produkten packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Kommst du direkt in den ATP-Shop und kannst dir diese Geräte mal genauer anschauen. Man kann das aber auch ganz klassisch machen, dass drinnen ein zweiter Mann das Kupplungspedal mehrfach betätigt und pumpt und der zweite hier vorne die Entlüftungsschraube öffnet. Hier sitzt der NEMA-Zylinder. Ist jetzt egal, welcher verbaut ist, ob jetzt wie hier dieser, der außen ans Getriebe geschraubt ist, oder der NEMA-Zylinder, der im Getriebe am Zentralausdrücklager sitzt. In jedem Fall habt ihr hier die Entlüftungsschraube, diese einfach öffnen, ist eine Schlüsselweite 11. Und dann werde ich hier einmal das ganze System hier anstöpseln und dann sehen wir gleich, wie hier Bremsflüssigkeit in den Behälter läuft, und das machen wir dann so lange, bis hier keine Luftblasen mehr mitkommen. Wenn das Ganze dann hier luftfrei ankommt, schließen wir einmal den Entlüftungsnippel, können das ganze System abschließen und dann testen wir das Ganze einmal, betätigen das Kupplungspedal, schauen, wie ist der Druckpunkt, wie ist der Schleifpunkt, kommt das Pedal von alleine wunderbar zurück. Wenn es das tut, dann haben wir somit die Arbeit abgeschlossen. Dann reinigen wir das Ganze noch einmal ordentlich, befreien alle Bauteile von der Bremsflüssigkeit, die wir etwas verschüttet haben. Wie gesagt, mit klarem Wasser geht das am besten. Bremsflüssigkeit lässt sich wunderbar mit klarem Wasser wegspülen. Und dann bauen wir noch einmal den Luftfilter ein, die Batteriehalteplatte mit der Batterie. Und dann können wir eine erste Probefahrt machen und somit ist die Reparatur abgeschlossen. Ja, solltet ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema haben, gerne ab damit unten in die Kommentare. Das Team von ATP versucht alles zu beantworten. Ich sage ciao, euer Dennis von Schrauber TV.